Eieieiei, Dankeschön. Gut fest. Wow, ich muss echt festhalten. Halleluja. So Leute, Station Nummer 2, nachdem wir gerade ordentlich Burger verdrückt haben, kommen wir jetzt zum nächsten Riesending. Das ist es. Nein, Spaß, aber das ist ein Teil davon. Mein Lieber, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ne? Wir sind jetzt hier bei Crossing Cream and Mörs und das sind eure bekannten Crossis. Ne? Wie lange gibt es jetzt schon? Exakt, die gibt es jetzt seit so gut 1,5 Jahren. Ja. Sind wir hier in Mörs, mittlerweile mit 2 weiteren Standorten in Aachen und Düsseldorf vertreten und in den nächsten Monaten kommen weitere dazu. Kommt noch ein bisschen mehr in Deutschland, Genau. ne? Vielleicht sogar auch noch ein bisschen weiter, ne? Wer weiß, ne? Man munkelt. Man munkelt auf jeden Fall. Aber ich sag mal so, das ist jetzt indirekt, weswegen wir hier sind, sondern du hast natürlich auch was Virales gestartet und zwar eine XXL-Variante davon, ne? Hier nichts Größeres, ich habe echt Hunger. Oha, okay, das ist groß. Und einmal dein Matcha. Okay, krass. Und für die sind wir heute hier, meine Lieben. XXL Croissant, wie ich es vorhin versprochen habe. Und ich würde sagen, wir verlieren keine Zeit, denn es ist schon so in der Vorbereitung schon in der Mache oder fast fertig. Ich hoffe, du hast Hunger mitgebracht. Sehr. Nach Burger kriege ich ordentlich jetzt noch was Süßes runter. Perfekt. Und dann würde ich sagen, schauen wir, was das XXL Croissant im Format Wer hat den größten hier heute zu leisten hat. Let's go. So Leute, damit ist es soweit. Wir haben bei Crossing Cream Platz genommen. Das ist das Crossi. Nein, das ist natürlich wie gerade die kleine Variante. Wir stellen es nur einfach mal hier hin als, ich sag mal, kleiner Vergleich. Und wir haben es gerade gewogen. Ich zeige euch ja mal die Insights. 2,5 Kilo wiegt das Ganze. Ne? Wir haben, ich sag mal, ein normales gewogen, was 70 Gramm ohne Füllung wiegt. Mit Pistazie waren wir schon bei 170 und das XXL 2000, über 2500 Gramm. Also 2,5 Kilo Croissant, wie der Burger. Bei 5 Kilo sind wir damit heute. Ein geiler Vergleich im ersten Format. Wer hat den größten? Und damit kommen wir zum größten Croissant Deutschlands. Let's go. Eieieiei, Dankeschön. Wow, ich muss echt festhalten. Halleluja. Also wir haben ja jetzt hier einen geilen Vergleich, ne, zwischen einem normalen Crossi und einem Big M Crossi, sage ich mal. Also das ist das, was auf unserem Kanal, glaube ich, perfekt passt. Es sieht wahnsinnig aus, ne? Also vielen Dank dafür und ja, ich bin sprachlos. Pistazie, wir haben gerade gehört, 31% Butter sind hier heute drin, im normalen 20. Also liebe Grüße gehen an Krusty Slices raus, hier ist 1% mehr drin als bei euch. Aber auch da gibt es wohl XXL, wahrscheinlich müssen wir das mal als nächstes machen. Auf jeden Fall kommen wir jetzt zu dem größten Croissant Deutschlands. Wenn ihr eins kennt, das ist noch größer oder der kann noch eins größer machen, dann schreibt es in die Kommentare. Das ist Stand jetzt erstmal Platz Nummer 1. Und gehen wir rein da, wir holen uns unsere Stoppuhr und dann schauen wir einfach mal, wie lange wir für so ein kleines, großes Crossi brauchen. Ich würde sagen, die Stoppuhr ist bereit, alles ist bereit. Auf geht's in einem wahnsinniges XXL Croissant. Let's go. Ich muss euch ehrlicherweise sagen, ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen. Wahrscheinlich fällt es gleich auseinander. Aber ihr wisst ja was, auf diesem Kanal ist eins wichtig, sich einzusauen und zu probieren. Rein da. Boah, Halleluja. Ist das eine fette Pistaziencreme, ist das ein fettes Croissant. Sorry fürs Einschmieren, aber ihr wisst, das gehört auf dem Kanal dazu. Schaut es euch mal an, wie riesig die Stücke sind. Wahnsinn, Wahnsinn. Schaut euch mal an hier den Teig. Leute, wir haben tatsächlich auch Pistazie genommen, weil es der größtverkaufteste hier wohl ist, meistverkaufteste. Könnt ihr mal gerne reinschreiben im Livestream, was euer Favorite ist. Ihr gebt ja auch Bueno und alles. Geil. Schmeckt geil, schmeckt gut. Pistazie ist sowieso einer mit meiner Favorite-Sachen. Ne? Aktuell ja sowieso im Trend. Ist ja jetzt kein Dubai, aber Pistazie, zeitlos, schmeckt gut. Wir tun uns, ich sag mal, die Kalorien, den Nachtisch für heute jetzt rein und schauen mal, wie weit wir kommen. Let's go. Ja, aber Ich sag mal, das liegt im Auge des Betrachters. ich glaube auch. Ich glaube, viele bekommen gerade Hunger, wenn sie das sehen. Ja, eine Fatma schreibt sogar, ich habe Durst bekommen vom Gucken. Ihr seht hier, ne? Oben auf dem großen Stück ist immer die ganze Pistazie oben drüber. Ich versuche jetzt nach und nach so ein bisschen unten rüber zu kommen, denn auch im Teig ist tatsächlich Pistazie. Will mir die großen Pistazienbrocke eigentlich so ein bisschen für nachher machen. Wir sind gerade auch im Livestream, also da könnt ihr auch in Zukunft immer mit reinkommen. Und wir haben gerade die Wette abgeschlossen, wenn ich das ganze Ding schaffe, gibt es ein paar kostenlose Crossis. Also könnt ihr gerne schon mal kommentieren, abchecken, Crossing Cream und ich sag mal meinen Kanal. Und dann könnt ihr wahrscheinlich das Ganze, nicht das große, aber ein paar Crossis auch mal probieren, wenn ihr mitmacht und gewinnt. Ne? Bisher schmeckt super, ich fühle mich gut. Rein geht's.
fragen immer wieder, wie teuer. Genau, Leute, also ihr könnt ja mal ausrechnen, was ihr meint, was das normal für euch kosten würde, jetzt realistisch. Das kleine hier, in Anführungsstrichen das normale, wiegt 170, genauso wie es hier ist. Wir haben alles gewogen, 170 Gramm. Das hier wiegt 2600 Gramm. Dann könnt ihr ja mal ausrechnen, ne, wie viel das so ist. Eins kostet jetzt hier 6,50 Euro, ne? 5,90, sorry, also 6 Euro. Und so könnt ihr euch ungefähr vorstellen, was das Ganze kostet, ne? Ins Gesicht mir 100 Euro, das muss aber vorher auf PayPal überweisen, dann mache ich das. Ich dachte, das wäre sowieso schon. Es schmeckt wirklich sehr gut. Es ist nur so, tatsächlich wir haben heute Morgen schon im ersten Livestream, falls du nicht dabei warst, schon mal 200 Kilo Burger gegessen. Da waren wir in Frankfurt. Der war genauso groß. Und ich sag mal, durch den Tag habe ich jetzt schon so viel getrunken, dass mein Magen jetzt sehr, sehr voll ist schon. Und mal schauen, ob es überhaupt noch geht, ne? Wir können auch gerne den Karton mal aufmachen jetzt, meine Lieben. Es ist tatsächlich noch ein halbes Krossi drin. Ihr könnt auch das Ganze sehen. Hier mal so komplett, ne? Ihr seht, wir haben jetzt oben alles drin, aber wenn ich euch das jetzt mal hier nur so vorne aufklappe, ne? Seht mal, was hier jetzt noch alles an Pistaziencreme drin ist, ne? Es ist ein Riesending. Ich habe auch gerade gesagt, der Burger, ich merke den Burger von heute Morgen. Und dadurch, dass ich danach so viel getrunken habe, schon 3 Liter, dass mein Magen doch schon sehr begrenzt wieder ist, weil ich so viel Durst hatte und tatsächlich das, ich sag mal, das erste Mal jetzt auch mache, 2 an einem Tag solche Sachen. Wahrscheinlich war es, ich sag mal, in Zukunft wieder nur noch eine, was besser ist definitiv. Aber noch geht's. Aber mal schauen, ob es komplett noch geht, ne? So Leute, schaut mal hier. So wie zum Thema Creme. Schaut mal, wie sie hier rausläuft. Und das meine ich, das habt ihr alles in dem kleinen Crossi noch drin. Wir haben jetzt noch so, ich sag mal, ein Drittel ist noch gut da. Ich muss ehrlich sagen, also ich habe es auch schon öfter erwähnt, hätten wir wirklich den Burger heute nicht. Ich glaube, ich werde es auch also nicht nochmal machen, so 2 Sachen hintereinander. Weil es einfach, ich sag mal so auf den Tag gesehen, zu viel mit Trinken und allem drum und dran ist. Ne? Aber ich tue mich echt schwer, will aber trotzdem, ich sag mal, für euch die Crossis noch ein bisschen raushauen. Und es ist ja auch noch überschaubar, was da ist. Nichtsdestotrotz wird es mal schwieriger, aber ich merke das halt vom Trinken und vom Kauen und allem her. Also würde ich sagen, halten wir uns ran, denn die erste Folge hoffentlich wird komplett erfolgreich, nicht nur nach dem Burger. Aber bisher ist es das größte Croissant, was wir hier bisher gegessen haben. Ihr merkt schon, neuer Franchise. Übrigens ist das Big M Croissant, ist schon ein Patent drauf. Also wer müsste das Big M Croissant bestellen? Gibt es in allen verschiedenen Geschmacksrichtungen. Es geht gar nicht, dass ich habe einfach Durst. Das ist einfach wie gesagt, wir waren morgen schon mal live um 12 und haben dann 200 Kilo Burger gegessen mit 10 Patties. Und das merke ich einfach über den Tag, dass ich einfach unnormal Durst habe. Ne? Was ich euch sagen kann, ist zum Beispiel auch, dass ihr euch das so vorstellen könnt, dass der Croissant-Teig von außen so richtig kross ist, also wie ihr das von einem typischen Croissant kennt, dadurch, dass das aber so rund und so richtig dick ist, ne, habt ihr einen so unnormal weichen Teig. Man schmeckt diese, ich sag mal, 30–31% Butter so krass raus. Also schmeckt so krass nach, ich sag mal, nach frischem Buttergeschmack. Und dann, diese Kombination mit der Pistazie schmeckt unfassbar lecker. Und durch den Rülpser jetzt merke ich leider, dass immer noch ein bisschen was von heute Morgen vom Burgergeschmack hochkommt. Kurz Update geben, dass wir schon wieder gut ein Stück vorangekommen sind. Wenn ich mir aber das Stück jetzt hier anschaue, was gefühlt, ich glaube, 3-mal noch ein normales Croissant ist, dann muss ich es wieder zurücknehmen. Aber es schmeckt einfach nur unfassbar lecker. Es ist nur so mächtig. Und wie gesagt, durch den Burger und alles drum und dran und so ein Durst, ich habe schon die 2. Flasche jetzt hier. Also ich gebe immer noch mein Bestes. Bisher ist noch ein bisschen Platz. Kann sich aber, ich sag mal, wirklich jetzt jede Sekunde ändern. Aber noch ist okay, ne? Wir machen weiter. Was steht daneben? Daneben steht unser normales Croissant. Genau. Glaubt mir, die willst du sehen, weil die sind wirklich top. Ohne Witz, meine Werte sind 1A. Ihr habt mal 7 Kilo Kuchen gegessen, da waren 2 Kilo Zucker zugesetzt. Ihr habt Top-Werte gehabt. Leute, schaut mal hier, das ist ja nicht mehr normal. Guckt euch das mal an, was da an Pistaziencreme rauskommt. Schaut mal, wie es tropft. So sieht, genau, so wie zum Thema ist die trocken.
Leute, wer die Erfahrung nicht hat und nicht weiß, wie er damit umgeht, dem würde ich das nicht empfehlen. Wenn ich 2-3 Mal am Tag Leistungssport mache, dem würde ich nicht empfehlen, so viele Kalorien jeden Tag zu essen, beziehungsweise alle 3 Tage. Ich bin tatsächlich alle Vierteljahr, halbe Jahr spätestens beim Arzt mit Blutwerten, großes Blutbild, Abend drum und dran, weil ich selbst einen Arzt habe, der, ich sag mal, fasziniert von mir ist und meine Werte mal selbst checken will. Und mich sowieso da interessiert, weil ich mache das Ganze, um, sage ich mal, meine Grenzen und auch viele Grenzen mal kennenzulernen. Und auch wie Sachen auf Körper reagieren. Und deswegen bin ich sowieso regelmäßig da. Und glaubt mal, die Werte sind top. Ich glaube, da sind einige neidisch mehr auf die Werte als auf das Essen teilweise. Irgendwie stimmt das. Mit Pistazie 15 Mal so groß wie normales. Und wir haben mal ausgerechnet, es sind knapp 11.000 Kalorien gewesen. Was jetzt gleich weg ist. Also noch nicht, aber hoffentlich. Die gibt es immer. Und was ich euch jetzt schon sagen kann, das merke ich gerade. Bevor ich den Espresso gleich nehme, muss ich definitiv gleich mal die Gästetoilette hier benutzen. Oh, Leute, das Ding ist, und da meine ich jetzt mal Retalk, ich muss wirklich gleich mal auf die Toilette. So Leute, damit haben wir in 1 Stunde und etwas mehr als 8 Minuten auch das XXL Crossi von Crossing Cream geschafft, hat mir ein paar Feuchtdüster gegeben lassen. Mein Lieber, es war unfassbar lecker und unfassbar viel. Das freut mich und das glaube ich dir. Also, ja, überrascht mich jetzt nicht. Nee, ne? Also wir haben ja auch gerade gesagt, 15 Mal so viel ungefähr vom Teig her, Ja. 2500 Gramm, 11.000 Kalorien. Puh, ich sag mal, für einen kleinen zweiten Snack heute. Kann man machen, Kann man oder? machen, Kann man ne? machen, Würde ja, ich auch sagen. Ne? definitiv, Also, ja, genau. wenn man Lust hat, ordentlich was zu essen, der kann bei Crossing Cream sich auf jeden Fall gut gehen lassen. Definitiv. Ihr habt ja auch, ich glaube, 14 verschiedene Sorten. Genau. Ja, da kommt man schon fast drauf. Bitte? Von jedem eins kommt man ja schon fast in die Da kommst du Richtung. drauf, genau. Das war ja auch so der Plan dahinter. Ne? Genau. War der Plan, Genau, ne? richtig, Ja. genau, ja. Also Leute, es hat unnormal viel Spaß gemacht. Ne? Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Checkt auch hier neben Boss Burger Crossing Cream gerne ab. Und checkt, wie gesagt, gerne auch, ich sag mal, unsere Kanäle ab. Und schreibt mir auch gerne in die Kommentare, wie ihr das neue Format findet. Ich finde es unfassbar geil, weil wir so neue Sachen entdecken. Neben, ich sag mal, was eigentlich keine Challenge ist, sondern einfach XXL-Varianten, Formaten, die Social Media viral gehen oder irgendwo angeboten werden. Deswegen, wenn ihr Ideen habt dazu, schreibt das Ganze gerne rein. Ansonsten danke ich fürs Zuschauen. Wie gesagt, mir hat es viel Spaß gemacht Ja, bei uns Crossing ebenfalls. Cream. Du bist immer wieder herzlich willkommen. Vielen, vielen Dank. Jeder weiteren Filiale von uns. Und Mal jetzt noch die Ende der Auflösung. Was hauen wir an Croissants raus für die Leute? ja, was machen wir? Ich würde sagen, machen wir 3 Vierer-Boxen. 3 Vierer? 3 Vierer-Boxen. Okay, Ja, definitiv. 3 Vierer-Boxer für 3 verschiedene oder einen zusammen? Für 3 verschiedene, würde ich sagen. 3 verschiedene? Genau. Okay, also Leute, das heißt, es gibt 3 Vierer-Boxen für 3 Leute von euch, also ne, jeweils 3 Stück, also einmal 4 mal 3 in dem Sinne. Schreibt es in die Kommentare, würde ich sagen, Hashtag Crossing Cream für alle, die dann mit dem Gewinnspiel dabei sein wollen. Ne, neben den normalen Kommentaren könnt ihr gerne kommentieren und dann seid ihr im Lostopf. 3 von euch werden dann jeweils einen Vierer-Karton gewinnen. Ich kann Pistazie schon mal dabei empfehlen und dann könnt ihr das bei jedem beliebigen Crossing Cream, würde ich sagen, wo ich euch aktuell gibt, Genau, einlösen. richtig. Ne? Genau, richtig. Ja. Top, dann danke ich euch fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video auf diesem Kanal wieder oder bei Crossing Cream, wenn ihr Bock habt vorbeizukommen. Genau. Macht's gut, Part bis two. dann. Ich lasse gönn mir noch ordentlich was zu trinken und einen Toilettengang. Mein Lieber, vielen Dank. Bis Danke zum dir, nächsten dass Mal. du Ne? gekommen bist und bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Macht's gut, ciao, ciao. Ciao.